Das Transfer-Event steht an. Willkommen zu einer neuen Runde State of Survival mit eurem Lieblingsaffen. Heute geht es natürlich um das Transfer-Event, das kurz bevorsteht und ein paar Ideen von eurem Affen, was ihr machen könnt und wie ihr das Ganze gestalten könnt. Wir betrachten einmal die Seite der Spieler, die wechseln wollen, und ihr könnt jetzt schon das prüfen, indem ihr nämlich in die Wilderness geht, auf die Map und dann auf die kleine Lupe unten rechts und dann den Start aussucht, zu dem ihr gegebenenfalls wechseln wollt. Da seht ihr nämlich dann schon, wie viel Transferpässe ihr möglicherweise braucht, denn möglicherweise, darauf gehe ich gleich noch ein, gibt es ein paar Tricks, wenn ihr an der Grenze seid und gerade erst zu den nächsthöheren Kategorie gekommen seid. Dann bedeutet das für euch, dass es Chancen gibt, dass ihr das Ganze reduzieren könnt. Im weiteren Verlauf gehe ich auch noch darauf ein, wie man theoretisch, ohne dass man seinen ganzen Start abfackelt, dafür sorgen kann, dass man aus dem Leading State rausfällt. Wie ihr hier seht, es geht einmal um das Migration Rating, das ist für euch als Spieler wichtig, denn das entscheidet darüber, wie viel Pässe ihr braucht. Und da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten, wie ihr die reduziert. Aber wie bekommt ihr eigentlich erstmal die Transferpässe? Das ist einmal der Allianz Store, 700.000 kriegt ihr nur einmal die Woche, also müsst ihr schon verdammt lange sparen oder eben über die Pakete. Ich packe euch unten in die Kommentare auch angepinnt einmal die Brackets, also in welchem Bereich ihr überhaupt wechseln könnt mit den Pässen und dann auch die Kosten für die Standard-Bundles. Es gibt aber auch nochmal Special Offers, aber die können wir eben nicht vorhersehen, wann sie genau kommen. Sie waren jetzt während des einen Events da. Mal sehen, ob sie nochmal wiederkommen. Aber wie könnt ihr im Endeffekt euer Migration Rating reduzieren? Ihr seht jetzt meins, das ist zu dem Zeitpunkt schon reduziert, denn es gibt ein paar einfachere Tricks, die vielleicht nicht bekannt sind, und natürlich das Killen eurer Truppen, das ist eine No-Brainer-Geschichte, aber darauf gehen wir auch ein. Wie könnt ihr denn jetzt eure Migration Rating überhaupt reduzieren? Das geht einmal ganz einfach darüber, dass ihr im Endeffekt euer Helden-Spezialtraining komplett zurücksetzt. Bei mir ist es jetzt auf Level 4, aber grundsätzlich auf Level 1 komplett zurücksetzt. Das senkt das schon mal ein kleines bisschen. Das ist jetzt nicht plötzlich, dass ihr super viel runtergeht, aber wie gesagt, wenn ihr knapp über der Grenze liegt, zum Beispiel beim letzten Transfer-Event 35 Tickets gebraucht hättet und jetzt plötzlich 40, dann seid ihr an dem Punkt, wo das noch möglich ist. Dazu kommt noch ganz klar die Idee, dass wenn ihr in der Generation seid, wo ihr schon diese Edelsteine habt und ihr mindestens Plasma 8 seid, ist das auch noch eine Möglichkeit, wie ihr das weiter reduzieren könnt. Und wie ihr hier in dem Beispiel seht, hier ist meine Migration Rating richtig runtergegangen. Also richtig in Anführungsstrichen für das, was an Möglichkeiten besteht. Und dann könnt ihr natürlich, indem ihr euer Krankenhaus komplett befüllt, das noch reduzieren. Das hilft aber im Endeffekt nur dann, wenn ihr auch euer Enlistment befüllt und damit eure Truppen killt. Denn nur in der Musterung könnt ihr eure Truppen killen, denn über die normalen Truppen entlassen könnt ihr die zwei höchsten einfach nicht entlassen, und das funktioniert eben nicht, und deshalb geht das nur, indem ihr eure Truppen opfert aus der Musterung, denn dort könnt ihr sie tatsächlich, egal welches Level, auch entlassen. Jetzt sind wir bei einem Beispiel 428, hier seht ihr noch, die sind Leading State. Nun, das schaffen alle Staaten im Endeffekt, ohne dass sie ihren ganzen Start abfackeln. Bedenkt einfach mal, 30 Tage Aktivität. Es bedeutet jetzt nicht, dass ihr im Endeffekt dafür sorgen könnt, dass ihr einfach den ganzen Start platt macht. Es bringt an der Stelle nicht wirklich viel, weil nur die Top 300 Aktiven zählen. Und bei den Top 300 zählt halt doch wieder maßgeblich die Battle Power, also die Kampfkraft. Und deshalb ist es ganz einfach. Die aktiven Spieler sollten alle ihr Krankenhaus füllen, ihr Enlistment gegebenenfalls füllen, um diesen Titel loszuwerden, ohne dass ihr alle FTP-Spieler abfackelt.